Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo miteinander. Ich dampfe euch jetzt nichts zum Einführung des Videos zu, weil es soll diesmal ein Liquid-Test sein. Ich weiß, ich habe gesagt, Liquid-Test mache ich nicht, weil, zu persönlich sozusagen das Urteil. Aber ich habe mich jetzt mal doch dafür entschieden, welche zu machen. Auch weil mehrfach angemahnt wurde, dass die Community vielleicht ein bisschen Interesse daran hätte. Reviewen werde ich nicht irgendein Liquid, sondern ein sogenanntes Premium Liquid. Was sind Premium Liquids? Premium Liquids sind Liquids, die man erstmal am Preis erkennt. Ja, die sind weit, weit über dem normalen Standard von Preisen und sind auch weit jenseits, im Idealfall, von Standardgeschmäckern. Das gute Premium Liquid zeichnet sich dadurch aus, dass es einen Geschmack hat, den man nicht einfach nachrühren kann, weil er sich aus mehreren Aromen zusammensetzt, die mit möglichst viel Geschick zusammengestellt wurden, um einen möglichst komplexen und vor allen Dingen durchgehenden Geschmack zu erhalten. Ja, es ist einfach irgendeinen Erdbeeraroma irgendwo reinzukippen, das schmeckt dann irgendwie so ein bisschen nach Schaumbeere oder sowas. Und das sozusagen hier Erdbeerliquid. Die richtig guten Premium-Liquids zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie mehrere Geschmacksnoten entwickeln während des Dampfens, die ganze Zeit diese Geschmacksnoten liefern beim Dampfen und sich dabei noch möglichst abwechseln, sodass man tatsächlich ein nach Möglichkeit Geschmacksfeuerwerk im Mund hat. Dann sind die Preise, die für diese Liquids gefordert werden, auch tatsächlich, sage ich mal, gerechtfertigt, weil dahinter steckt auch eine Menge Arbeit. Ich meine, ich mixe ja auch selber, das wisst ihr. Und auch ich mache halt mittlerweile seltener einfach irgendeinen Johannisbeer-Liquid oder sowas, sondern gucke dann, okay, welche von meinen 6, 7 Vanillearomen passt am besten dazu, in welcher Konzentration, wie kann ich es noch abschmecken, da gehen schon mal ein paar Milliliter Aroma drauf und sicherlich auch eine Menge Base, um dann mal solche, ich will jetzt nicht meine Liquids als Premium-Liquids bezeichnen, aber ich sag mal, um solche Mischungen wirklich dahin zu kriegen, dass man sagt, damit kann man arbeiten. Nun ja, und die erfolgreichsten dieser Mischungen werden halt mittlerweile als diese Premium-Liquids vermarktet. Und eines davon, diesen Premium-Liquid, stammt aus Amerika. Das ist die sogenannte Suicide Bunny Serie, von der ich jetzt hier ein Liquid habe. Gemacht werden diese Suicide Bunny Liquids von einer Dampferin aus Amerika, die sich Pip the Bunny nennt. Und Pip hat halt diese Suicide Bunny Serie aufgelegt. Da gibt es 5 verschiedene Liquids und die tragen teilweise sehr interessante Namen. Ich habe jetzt hier sozusagen das Flaggschiff der Serie oder auch das Signature Liquid Mother's Milk. Ich hoffe, das kann man so sehen, in 12 Milligramm. Bekommen habe ich die Flasche aber nicht aus Amerika, sondern der hat gesagt, komm, teste die mal. Und ich habe mich dann dafür mal entschieden, das mal auszuprobieren. Ja, das ist ja jetzt sozusagen mal auch mal ein Testlauf für solche Liquid Reviews. Und ja, den werde ich jetzt halt testen. Ich habe hier meine Iuj mit dem Typhoon GS mit meiner Standardwicklung drauf. Das ist 4x2 mm Silika und 0,2er Kantal
gezwirbelt. Und da lande ich in 98,5% der Fälle auf 1,3 Ohm. Ja, das passt wunderbar auf die EUH. Da bin ich so eine Art One-Trick-Pony. Ja, die Wicklung kann ich, die Wicklung mache ich. Zu der Flasche, ihr seht, kein Tropfer. Dementsprechend mache ich das mit der Pipette. Ich werde aber auch vorher mal dran riechen. Ich habe es vorher noch nicht gedampft. Ja, ich rieche eindeutig Vanille mit irgendeiner Fruchtnote, die ich jetzt nicht ganz genau bestimmen kann. Riecht an sich schon mal angenehm. Ich habe das Zeug noch nicht gedampft. Ich habe auch die Geschmacksbeschreibung nicht durchgelesen. Ich habe einfach gedacht, komm, dann nimmst du mal blind irgendein Liquid von denen und probierst das aus. Ja, ohne dich da vorher großartig darüber zu informieren. Ich habe auch keine Reviews gesehen, die soll es wohl schon davon geben, vor allen Dingen halt aus Amerika. Einfach um mich nicht zu spoilern. Ja, ich will das sozusagen jetzt hier live ohne Farbe das erste Mal testen. So, also eine dieser wunderschönen, ich nehme an 30 Milliliter Flaschen, kostet in dem Shop 22 € bzw. 17 Pfund. Ja, das ist schon eine Hausmarke. Wir wollen halt jetzt mal sehen, ob es das wert ist. Eingestellt ist die auf 6 Volt, die EUH. Mal gucken, was die so kann, die gute Muttermilch. Scheiße, ist das gut. Okay. Um den Geschmack zu beschreiben. Man bekommt vorneweg eine sehr leckere, köstliche Vanille, sehr süß vorneweg. In der Mitte kommen dann so langsam die würzigen Noten der Vanille durch, die auch wunderbar zu passen. Also wirklich eine sehr gute Vanille, die sie da verwendet haben. Und ja, ich will nicht sagen im Abgang, aber wenn man ausgeatmet hat und wirklich eine Sekunde wartet oder sowas, kommt noch so eine leichte Erdbeernote durch, würde ich sagen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was die Fruchtnote angeht, aber es schmeckt schwer nach Erdbeer. Lecker. Kann ich nicht anders sagen. Also, das ist wirklich mal ein Liquid, wo Premium draufsteht, auch Premium drin ist. Die Pip hat auch ein Interview auf dem Blog dieses Händlers gemacht, wo sie ein bisschen von ihren Liquid-Serien erzählt. Ja, es gibt also von diesen Suicide Bunnies 5 verschiedene Geschmacksrichtungen. Und sie hat nochmal eine Serie aufgelegt, die nennt sich The King's Crown. Die kommt nochmal mit 4 daher. Ich habe mit David schon gesprochen. Davon werde ich wohl auch eins testen. Mindestens eins. Ich werde euch, wie gesagt, beides verlinken. Sowohl den Shop wie auch den Blog, falls ihr da mehr hören wollt. Wie gesagt, Pip erzählt auch ein bisschen davon, wie sie halt zum Dampfen gekommen ist.
ihre Einstellung zum Liquid, wie sie zum Mischen gekommen ist und so weiter und so fort. Kann man sich gerne mal durchlesen. Ist vielleicht auch ganz interessant, mal sowas zu hören oder zu lesen in dem Fall. Ja. Jetzt kommt an euch eigentlich die Frage, seht ihr das auch so, dass ihr mehr Liquid Reviews sehen wollt? Ich habe bisher alle Anfragen, die darum gingen, testen mal unser Liquid, immer abgelehnt. Ja, zumindest sage ich mal die reinen Anfragen wegen Liquid, nicht wenn sie noch in Verbindung mit Hardware kamen. Soll ich weitere Angebote für Liquid wahrnehmen und die für euch testen? Das sollt ihr mir bitte mal unten in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Empfehle dieses Liquid, wenn ihr euch das mal leisten wollt. Ja, ich weiß, das ist nicht für jeden. Ja, ich werde mir davon jetzt auch nicht kistenweise Zeug bestellen können. Ja, es ist einfach, ja, der Preis macht da auch immer die Musik. Aber wenn ihr mal Geld übrig habt und einfach mal sehen wollt, was für einen tollen Geschmack ihr aus euren Dampfen wirklich bekommen könnt, probiert das Zeug mal aus. Das ist schon was anderes als Standard Liquid, eindeutig. Ja, wie gesagt, ich danke für die Aufmerksamkeit und man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter nichts trotz